Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Bei mir geht es endlich mal wieder weiter mit meinem kleinen Gipfelstürmerprojekt, also der Erwanderung der jeweils höchsten Gipfel der deutschen Mittelgebirge. Ja, und dieses Mal geht es dann auch auf den höchsten, nämlich auf den Feldberg, also höchster Berg des Schwarzwaldes, beziehungsweise ja auch insgesamt der deutschen Mittelgebirge. Dabei war ich nicht allein. Ich hatte den Marco von Strauchs Wanderlust dabei. Also, wenn ihr ihn noch nicht kennt, ähm, Kanal von ihm und seiner besseren Hälfte Sarah verlinke ich euch unten. Guckt auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Die zwei machen sehr schöne Videos. Ja, genau. Also, Marco und ich waren auf dem Feldberg gewesen, haben da eine Tour gemacht von zwei Etappen. Erste Etappe sind wir gestartet in Hinterzarten, dann ging es erstmal in den Ort Feldberg und von da dann zweite Etappe weiter zum Gipfel und in einem Bogen wieder runter nach Hinterzarten. Rund 30 Kilometer, ein paar Höhenmeter waren auch dabei. Ja, und für alle, die sich gerade fragen, warum sitzt denn der Tobi für die Anmoderation in Regenjacke vorm Greenscreen? Tja, der weiß, was kommt. War eine sehr nasse Tour, heißt gerade bei der ersten Etappe sind wir auch ziemlich abgesoffen. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze dann so war, wie nass wir dann tatsächlich geworden sind, ja, bleibt dran. Ja, schaut es euch an und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen. Der Startpunkt unserer Tour auf den Gipfel des höchsten Berges des Schwarzwalds war am Bahnhof in Hinterzarten. Von hier aus ging es zunächst ein gutes Stück durch den Ort und im Anschluss im Wald bergauf. Es sollte hier nicht lange dauern, dann fing es an zu regnen. Ein Umstand, der uns an diesem Tag dreimal widerfahren sollte. Es regnet. Über schmale Pfade, breite Wege und eine Skipiste wanderten wir so den Berg hinauf. Nachdem wir ordentlich nass geworden waren, legte der Regen ein kleines Päuschen ein. Ein wirklich nur sehr kleines Päuschen. Glücklicherweise erreichten wir zum Ende dieser Pause eine geräumige Schutzhütte und pausierten nun unsererseits, während draußen gefühlt der Weltuntergangsregen einsetzte. Nach dem Schutt machten wir uns wieder auf den Weg. Und es sollte wieder nicht lange dauern. Dann begann es erneut zu regnen. Und das nicht gerade wenig. Frei nach der berühmten Musikgruppe Nass, Nass, Nass. Rege ist überall um mich rum. Der Regen erschwerte unser Vorankommen nicht gerade wenig, zumal sich die Wege in kleine Bäche bzw. Seen verwandelten. Mit dem Wischen der Kamera kam ich zeitweise gar nicht mehr hinterher, wie ihr sehen könnt. Geschweige denn, dass ich noch ein trockenes Tuch gehabt hätte. Wir waren mittlerweile nass bis aufs Unterhöschen. Getreu dem Motto, wenn am Ende der Imprägnierung noch so viel des Regens übrig ist.
Schlussendlich erreichten wir das Skigebiet am Feldberg und kurze Zeit später auch das Ziel unserer ersten Etappe, den Ort Feldberg. Notdürftig trockengelegt, starteten wir zur finalen Gipfelbesteigung. Zumindest war es von oben trocken. Allerdings spielte auch bei unserer zweiten Etappe das Wetter nicht so recht mit, sodass wir alsbald in die Wolken eintauchten. Nichtsdestotrotz ging es freudig bergan. Dann kam er in Sicht, mehr oder weniger, der Feldberggipfel. Geschafft. Viel Aussicht hatten wir vom Gipfel aus leider nicht und so machten wir uns an den Abstieg. Hierbei ging es für uns vornehmlich über Weiden, zu sehen bekamen wir ob der Witterung leider nicht allzu viel. Weile aber kamen wir wieder unter die Wolken und siehe da waren auch die Bewohner der Weide, ein paar entspannt grasende Kühe. Der nächste Abschnitt war eines der Highlights der Tour. Wir folgten ein Stück dem Feldbergsteig, über Stock und über Stein und vorbei an kleinen Wasserfällen. Das Wetter wurde nun noch etwas besser. Sogar blauer Himmel ließ sich blicken. Der Tag sollte nicht etwa doch noch schön werden. Zu früh gefreut. Da waren sie wieder, unsere 3 Probleme. Nass, nass, nass. Glücklicherweise nicht allzu lange und es kam wieder etwas blauer Himmel zum Vorschein. Die letzten Kilometer legten wir sodann recht entspannt bis nach Hinterzarten zurück.
Ja, das war unsere Tour auf den Feldberg, wie eingangs erwähnt. Ihr habt es gesehen. Sie war sehr nass und ja, Marco hat da jetzt auch so ein bisschen ein Trauma von der Tour beziehungsweise vom Wandern mit mir, weil er ja meint, relativ oft, wenn wir beide unterwegs sind, würde es regnen. Lassen wir mal so dahingestellt sein. Nichtsdestotrotz, die Tour fand ich jetzt ja recht gut, war sehr abwechslungsreich, also auch die Wegführung, habe es ja gesehen, es war alles dabei. Man ist über Stock und über Stein, schmale Pfade, breite Wege, auch mal ein Stück Asphalt zwischendrin. Ähm, Ich vermute mal, wenn das Wetter besser ist, hat man auch die ein oder andere gute Aussicht mit dabei. Das war uns jetzt leider eher weniger vergönnt. Hier und da mal, gerade gegen Ende, wurde das Wetter dann auch ein bisschen besser, hat man auch ein bisschen was dann ja, weiter weggesehen. Ja, ansonsten Schwierigkeit, es war, ja, kann man ganz gut laufen, gerade auch wenn man es in zwei Etappen einteilt. Bei der Auswahl der Tour habe ich mich an einer Tour orientiert, die ich im Internet gefunden habe. Ich meine auch bei Komoot. Ähm, Da war das als ja, im Prinzip Tagestour ähm, geplant, von Hinterzarten quasi einmal auf den Gipfel hoch und wieder runter, 27 Kilometer. Ähm, Wenn man es ein bisschen knackiger haben will, kann man das so machen. Wir haben uns da dann einfach ein bisschen mehr Zeit gelassen, den Abstecher in den Ortfeldberg noch gemacht zum Übernachten. Kommen dann halt nochmal 3 Kilometer auch dazu. Genau, also ich denke mal, die Tour würde sich auch bei besserem Wetter wahrscheinlich lohnen, auch nochmal zu laufen. Da denke ich mal drüber nach, wenn ich nochmal in dem Eck bin, mal diese Tagestour dann auch vielleicht zu machen. Schauen wir mal. Gut, ich glaube, dann habe ich es schon wieder. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen, uns den Berg hochschwimmen zu sehen. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.